Die Geschichte der Gutenberg-Schule geht bis in das Jahr 1853 zurück. Gegründet als Buchhändler-Lehranstalt in der alten Buchhändlerbörse, bildete sie eine der beiden Säulen der Gutenberg-Schule. Die andere Säule bildet die 1886 gegründete Buchdrucklehranstalt in der Fach- und Fortbildungsschule Täubchenweg, Ecke Plateaustraße. Erst mit dem Umzug in das neu errichtete Gebäude am heutigen Standort 1929 nimmt die geschichtliche Entwicklung ihren weiteren Verlauf. Also die Gutenberg-Schule selbst ist im Prinzip als eines der modernsten Berufsschulzentren, wenn man es so jetzt übersetzen würde, in der Geschichte auch geplant und erbaut worden. 1929 wurde das Gebäude hier eröffnet, damals als Großinvestition der einzelnen Beteiligten, also Druckereibesitzer, Verlagsbesitzer und Buchbindereien, die gesagt haben, wir brauchen hier einen modernen Ausbildungsstandort. Übrig geblieben sind am Ende 3 große Berufsgruppen, so möchte ich es mal bezeichnen. Das ist einmal der Mediengestalter Digital und Print. Dann haben wir den Medientechnologen Druck und dann haben wir noch den Medientechnologen Druckverarbeitung. Und wenn ich früher einen Schriftsetzer in seiner täglichen Arbeit beobachtet hätte, dann hat er seine Vorlage in den Bleisatz gebracht, hat er wieder aufgelöst, zurücksortiert. Wenn ich heute einen Mediengestalter Digital Print über die Schulter schaue, dann muss er an einem Tag eine Website erstellen, am nächsten Tag wird ein Flyer layoutet und dann müssen vielleicht auch noch Bild- und Videoaufnahmen gemacht werden und bearbeitet werden. Das ist schon sehr, sehr vielfältiger geworden. Auch wenn die Anforderungen im Bereich Print und Digital immer allumfassender werden, so bleibt die Video- und Tonproduktion doch ein eigenes Gebiet im Bereich der Mediengestaltung. Der Mediengestalter Bild und Ton wird befähigt, Tätigkeiten auszuführen, die in der Film- und Videoproduktion zu verorten sind. Das heißt sowohl klassisches Fernsehgeschäft, aber auch Beiträge, die auf YouTube, Social Media oder dergleichen landen und stellenweise auch fiktionale Produktionen wie Werbung, Spielfilm oder dergleichen. Ein Mediengestalter könnte auch tatsächlich ein Produktionsgewerb als seine Spezialisierung sehen. Das heißt jetzt die Tonproduktion, vielleicht die Kameraarbeit, die Postproduktion, das heißt Videos schneiden, Grafiken entwickeln, vielleicht Bearbeitungen wie die Farbkorrektur oder dergleichen. Der Gestalter immersive Medien ist vielmehr in dem Bereich 3D-Modellierung und Animation zu verorten. Heißt, er arbeitet vielleicht für ein Architekturbüro, was ein Gebäude modelliert, stellenweise aber auch in der Videospielindustrie und vielleicht auch in Unternehmensproduktionen, wo interne Prozesse optimiert werden durch gewisse immersive Anwendungen. Nach der Ausbildung geht es bei mir am Filmset, aber erstmal bleibe ich bei meiner Arbeit. Also wir machen in unserem Betrieb viel Imagefilme, Recruiting-Filme und Social-Media-Content und ich würde gerne in dem Bereich bleiben. Das ist im Moment noch nicht so ganz klar, aber ich möchte auf jeden Fall im Doc- oder Filmbereich arbeiten. Ich würde nach der Ausbildung gerne in meinem aktuellen Betrieb bleiben und dort in Richtung Schnitt gehen. Also ich arbeite in der Stadtbibliothek in Leipzig und werde hoffentlich nach der Prüfung dort übernommen. Also ich arbeite gerade noch in der Deutschen Nationalbibliothek und ich habe quasi die Stelle danach unbefristet schon sicher. Ich arbeite in der Nationalbibliothek und werde danach unbefristet übernommen. Also nach der Ausbildung bleibe ich auf jeden Fall bei meinem aktuellen Betrieb und werde dort wahrscheinlich im Bereich Druck arbeiten und eben die Welt etwas bunter machen. Die Schülerinnen und Schüler müssen heutzutage den kompletten Prozess überwachen, sind vom eigentlichen Drucker vielleicht eher zum Operator geworden. Für die Mediengestalter fällt auf, dass die Unternehmen mittlerweile weniger Spezialisten suchen, sondern vielmehr einen Mediengestalter möchten, der wirklich alle Bereiche der Medienproduktion abdecken kann. Die Gutenberg-Schule hat schon immer und wird auch weiterhin ihren Standort als visionär geprägte Lehranstalt fortführen. Wenn auch du ein Teil der Zukunft sein möchtest, werde Teil der Gutenberg-Schule.